Mit dem neuen Institut wollen wir das, was wir in den letzten Jahren in Tübingen im Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz aufgebaut haben, jetzt auch für die Neuromedizin nutzbar machen und neue Verfahren und Algorithmen entwickeln, um medizinische Daten in diesen Bereichen besser zu verarbeiten, sodass wir Krankheiten früher erkennen können, deren Verlauf vielleicht auch besser vorhersagen können und am Ende für den Patienten Nutzen erzeugen wollen. In meiner Arbeitsgruppe arbeiten wir vor allem im Bereich der Augenheilkunde und da werden wir uns zum Beispiel bei der altersbedingten Makuladegeneration, eine der häufigsten Ursachen von Blindheit im Alter, anschauen, wie wir besser modellieren können, welche Patienten wann Verschlechterungen ihrer Sehkraft erleiden. Ja, eine Herausforderung in dem Bereich der künstlichen Intelligenz in der Medizin ist, dass die Menschen ja immer auch verstehen wollen, wie denn der Algorithmus zu seinen Schlüssen kommt. Und wir haben jetzt kürzlich eine Technik entwickelt, die auch hier illustriert wird, wo wir sehr genau feststellen können, welche Bereiche im Bild zu der Entscheidung des Algorithmus beitragen. Also hier sieht man zum Beispiel das Bild eines Augenhintergrunds von einer Person, die eine Begleiterkrankung der Diabetes hat, diabetische Retinopathie. Und das kann man, wenn man da ein Experte ist, an kleinen Läsionen in diesem Bild erkennen. Und bisherige Techniken, die konnten uns immer nur sehr ungenau sagen, wo ungefähr diese Läsionen im Bild zu erkennen sind. Und die von uns entwickelte Methode macht das wesentlich genauer, sodass man tatsächlich sich nur diese einzelnen Punkte im Bild genauer angucken muss, um zu verstehen, was da passiert und wo die Krankheit hier sozusagen sitzt. Wir stellen uns die Anwendung davon so vor, dass wir aufgrund dieser Informationen aus dem Bild kleine Bildteile herausholen können, die vergrößern können und dann dem Augenarzt oder der Augenärztin vorlegen können, sodass diese nochmal überprüfen kann, ob da tatsächlich Krankheitszeichen zu erkennen sind. Und das verbessert die Sensitivität, also die Möglichkeit, die Krankheit eben auch früh zu erkennen. Die Unterstützung der Hertie-Stiftung ist für uns immens wichtig und wir sind da auch sehr dankbar, dass die Stiftung da so hinter uns steht und jetzt mit dem Hertie-KI-Institut auch schon das zweite Institut in Tübingen aufbaut, weil die Stiftungsmittel uns eine große Freiheit geben, hier wirklich ein Forschungsprogramm zu gestalten, so wie wir das inhaltlich für richtig erachten.